Den folgenden Tag verbringe ich größtenteils im Bett. Ansonsten mache ich noch zweimal die Duschkur und in der Mittagszeit gönne ich mir eine Pizza Quattro Stagione und besichtige die Burg. Bereits zum zweiten Mal treffe ich auf dem Camino auf die Templarier, den Ritterorden, um den es die meisten Legenden und Geheimnisse gibt. Die päpstliche Untersuchung damals sah die Häresievorwürfe als unbegründet und trotzdem löste der Papst den Orden auf, aufgrund des schlechten Rufs, der sich aus dem königlichen Prozess ergab, indem es wiederum eigentlich nur darum ging, dass der König an den Schatz des Ordens ran wollte. In der Neuzeit wurden dann auch weitere Rittenorden zu Schande der Kirchengeschichte umgedichtet, so zum Beispiel der Deutsche Orden, der zu Symbol der Feindschaft zwischen den Deutschen und den Polen gemacht wurde. Dabei waren die Rittenorden in Europa nicht weniger als zum Beispiel die Zisterzienser Träger der Zivilisation, bauten Straßen, Schulen, Spitäler, Brauereien und die Architektur dieser Gebiete ist bis heute ein klares Zeugnis dafür. Auch die ach so verpönten Kreuzzüge waren, wenn man sich die geschichtlichen Fakten und auch Zahlen anschaut, nur ein schwacher Versuch, etwas von den heiligsten Städten des Juden- und Christentums aus der islamischen Belagerung wieder zu befreien. Dass dabei nicht immer alles und mit rechten Dingen zuging, ist mir schon klar. Aber genauso gibt es schlechte Lehrer und trotzdem zweifelt niemand die Schule als solche an. Die Burg in Ponferrada ist beeindruckend. Sie wechselte mehrmals den Besitzer, um in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sogar als Viehweide, Fußballfeld, das kann ich mir bei den Hügeln in Hof nicht wirklich vorstellen, und sogar Quelle fürs Baumaterial zu dienen. Zum Glück wurde der Verfall ein Ende gesetzt. Und würde ich die spanische Sprache etwas besser beherrschen, könnte ich aus der Ausstellung und Multimedia-Präsentation etwas mehr über die ganze Anlage erfahren. Draußen begegnet mir eine kleine Prozession mit der Figur des heiligen Rochus. Das ist auch ein Wiedersehen und sobald ich wieder im Hotel WLAN bin, werde ich jetzt tatsächlich etwas forschen, was es mit den blutigen Knien und Hund auf sich hat. Erstaunlicherweise hat Rochus trotz den Jakobsmuscheln an seiner Kleidung mit dem Camino fast gar nichts zu tun, bis auf die Tatsache, dass er ein Pilger war. Allerdings pilgerte er von Montpellier nach Rom, kümmerte sich dabei um Pestkranke und erkrankte daran selbst. Während der Krankheit, die er in einer Waldhütte verbrachte, wurde er von einem Hund mit Brot versorgt, bis er wieder auf die Beine kam. Die Anna will am 24. Juli schon in Santiago sein. Ich bleibe lieber bei meinem gemütlichen Tempo. Morgen muss ich schauen, ob meine Achillessehne überhaupt Ruhe gibt und ich wieder laufen kann. Die Nebenhöhlenentzündung hat nach meines massiven Angriffs auf jeden Fall nachgelassen.